Leute, es ist harte Arbeit, ein Foodburger zu sein, denn ich muss schließlich schon das zweite Ben & Jerry's Sundae Eis hier für euch testen heute. Das Banoffee Pie, oh my, Banoffee Pie habe ich euch schon vorgestellt. Und jetzt folgt eben das Cookie Vermont Stair. Die Sorte, auf die ich mich am zweitmeisten gefreut habe. Die Banoffee Pie Sorte, schaut wie gesagt gerne das Video, falls noch nicht gesehen. Ich verlinke es euch natürlich. Da war die Karamellsoße nicht ganz so toll. Das Topping oben geschmacklos, ja, fand ich. Aber das Bananeneis und der Keksstrudel hat es natürlich ein bisschen rausgehauen, inklusive die Karamellbits. Und die Menge an Karamellsoße war auch fein. Schauen wir mal, was das hier kann. Hier ist eine Schokosoße bei und eben viel Keks. Und naja, das Ganze klingt auch wieder interessant. Hat natürlich auch wieder ein Topping, vielleicht wird es hier aber besser. Und ja, mal schauen. Die beiden anderen Eis werde ich ein bisschen langsamer dann für euch testen. Dann teilen wir uns das noch ein bisschen auf. Aber heute gibt es einfach mal 2 Ben & Jerry's Eis im Test. Von daher kann ja auch nicht schlecht sein. Der Junkfood Guru hat übrigens auch schon das Banoffee Pie für euch getestet. Schaut da gerne auch mal rein, was da seine Meinung ist. Und jetzt schauen wir aufs Eis. Wundert euch übrigens nicht, dass ich draußen sitze. Es gibt hier einfach helleres Licht, weil es wird schon langsam dunkel und dann ist es in der Küche nicht mehr ganz so schön hell. Und ihr sollt ja schließlich dieses Eis in seiner vollen Pracht sehen. Sweet Cream Ice Cream, also quasi wie so eine süße Sahne-Eis mit Chocolate Chip Cookies. Also diesen Dingern hier mit Chocolate Cookie Swirls, also auch wieder ein Cookie-Strudel. Hatten wir bei dem anderen Eis erst. Topped with Creamy Whipped Ice Cream, also auch diesem aufgeschlagenen Topping. Und Seesalz, Schokoladen, also ich sage immer Seesalz, ja ich weiß, es heißt Meersalz, Schokosoße drin und schokoladigen Stückchen, beziehungsweise auf Deutsch Eiscreme mit Keksen, 8%, mit Schokoladenstückchen durchzogen, mit Schokokeksstrudeln 10,5%, also haben wir hier allein schon 18,5%. Dann haben wir dieses Eistopping mit nur 8% Milchfett, deswegen schmeckte es vielleicht auch nicht so toll. Dekoriert mit Schokoladensauce 6,5% und kakaohaltigen Fettglasstückchen 3,5%. Hier haben wir 10%, über 20% irgendwelche Toppings und dann noch die Creme oben. Hier ist fast gar keine Eiscreme mehr drin. Die Zutaten habt ihr hier, wie üblich, Sahne hier drin, ne? Magermilch, pflanzliche Öle, vielleicht irgendwo auch im Topping drin, Eigelb, das kennt man soweit, und Kakao, Vanillearoma hier drin, natürliches Aroma, Vanilleextrakt wieder an allerletzter Stelle, ist natürlich ein bisschen doof, ein bisschen Fairtrade auch dabei. Und Stabilisatoren oben fürs Topping. Also soweit, so gut, aber halt auch nicht mehr so diese sehr, ich sag jetzt mal, belassenen Ben & Jerry's, die es noch vor einigen Jahren gab. 324 Gramm, ich habe es schon im anderen Video erwähnt, aber wir müssen ja auch ein bisschen auf die Leute eingehen, die vielleicht dieses Produkt hier als erstes bei mir sehen. Deswegen, viel Luft ist drin, dadurch ist das Eis über 10% teurer oder knapp 10% wie die vorherigen Eis. Ne, sogar ja, so 83, also ist es sogar über 10% teurer. Also je nachdem, die sind teilweise ein bisschen unterschiedlich zusammengesetzt, weil eben ein großer Teil Luft drin ist. Hier habt ihr die Nährwerte, ähnlich wie ein normales Ben & Jerry's. Das Topping ist jetzt hier also nicht so ein Schlankheitsding, aber naja. Hier habt ihr noch den englischen Spruch bezüglich dieser Sorte. Hier könnt ihr gerne pausieren und euch durchlesen. Die sind nicht mehr so cool, wie sie früher mal waren. Da hat man sich richtig was überlegt wegen der Sorte und inzwischen finde ich, dass diese Sprüche einfach austauschbar sind. So, wir schauen mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das Topping wird irgendwie anders sein. Die Farbe hier könnt ihr vermuten lassen, dass das Topping irgendwie eine Geschmackskomponente hat und nicht nur so ein helles Ding ist, was irgendwie nach nichts schmeckt. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen von der Schokosoße eingefärbt, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Die Schokosoße sieht auch wieder ein bisschen glasig aus, was nach viel Wasser klingt, aber so von der Optik ist das oben natürlich schön. Das Topping, ich versuche es jetzt erstmal ohne Schokosoße zu bekommen. Die Frage ist natürlich, ich habe jetzt ein bisschen Schokosoße mitbekommen. Es sieht so ein bisschen dunkler aus, ganz leicht. Ich habe jetzt gerade was gehabt, es ist sehr schaumig. Ich nehme jetzt einfach mal was mit der Schokosoße. Die ist recht intensiv, schmeckt aber hauptsächlich auch nur nach Zucker. Aber die hat irgendwie so eine intensive Kakaonote bei, die aber, ich muss mal noch 1-2 Löffel probieren, mir auf den ersten Löffel ein bisschen künstlich vorkommt. Ja, ist nicht ganz so prall. Ich probiere jetzt mal hier wieder nur. Ach, da unten ist wieder so viel Schokosoße drin. Oh nein! Also das Topping selbst hat wieder einen eher neutralen Geschmack. Warum haben sie nicht einfach
richtig Sahne reingemacht. Das wäre so geil, wie so eine Art Eiscremesahne obendrauf. Stattdessen haben wir einfach nur so ein süßes Ding hier wieder irgendwie. Finde ich sehr, sehr bedauernswert. Das ist natürlich wieder knackig hier. Die kakaohaltige Fettglasur, nicht Schokolade. Schokolade wäre nämlich teurer. Ja, wie gesagt, sehr luftig das Ganze. Ist natürlich auch immer doof, dass man oben dann so weiches Top. Ich meine, das soll ja so sein. Aber wenn man jetzt das Eis unten antauen lassen will, dann fließt einem das oben fast schon weg. Da muss man aufpassen. Also ich finde, das Topping schmeckt eigentlich... es schmeckt leicht anders, weil diese Schokosoße so ein bisschen den Geschmack abgibt. Aber ich finde, es schmeckt sonst genau wie bei dem anderen relativ nichtssagend. Leider. So, was jetzt hier allerdings richtig geil ist und für sowas liebt man Ben & Jerry's, hier unten ist wirklich richtig fett viel Soße drin. Hier so ein Soßenbunker. Also das ist natürlich fein. Oh ja, also es hat eine intensive Kakaonote, hat es schon. Aber sie ist so ein bisschen dünn von der Konsistenz. Die Kakaonote passt. Ich habe jetzt auch gerade unten schon so Keksstrudel mitbekommen. Der war recht knusprig. Ja, das Eis hier unten ist ja fast steinhart hier. Oh, was ist das denn hier? Oh, ich glaube, das ist ein Cookie Piece. Hier in der Mitte, es sieht zumindest so aus. Ja, da war so ein richtiger, so ein Cookie, aber in fest, also kein Cookie Dough, sondern so ein festes Stück Keks hiervon. Hört es? Leicht knusprig sogar noch. Interessant. Ich muss das jetzt hier mal so ein bisschen zur Seite schieben. Also hier seht ihr jetzt die Eismasse selbst. Hier, das ist so eine Schoko-Eismasse, sage ich jetzt mal. Seht ihr? Also nee, Quatsch, die ist weiß, Entschuldigung, das war noch eingefärbt von der Soße. Unten das Weiße, das hier oben ist total flüssig und da drin ist es noch fest. Man sieht, es ist mit Soße durchzogen. Die Eismasse selbst, ich finde auch, die schmeckt so ein bisschen, hat halt nicht so einen Bananengeschmack, logischerweise, weil es kein Bananeneis ist. Was ich sagen will ist, sie schmeckt dann eher im Vergleich nicht so eigen wie das Bananeneis. Man hat den Geschmack hauptsächlich hier durch die Schokosoße geprägt und durch die Keksstückchen, die da ab und zu drin sind. Was wirklich geil ist, dass diese Kekse so ein bisschen knusprig sind. Das gefällt mir sehr gut. Aber insgesamt, guck mal, das ist alles Topping. Bis hier oben. Hier. Es ist mega schade. Die hätten es einfach weniger drauf machen sollen. So hat man wirklich nur dieses, es tut mir leid. Hier sieht man es auch, wie dick es ist. Dieses nicht sehr geile Topping und wenig von dem Eis, welches aber eben der leckere Teil des Ganzen ist. Also ich muss leider auch bei diesem Eis sagen, dass hier das Topping mir das Eis versaut, was wirklich schade ist, denn wir haben eben hier, Achtung, komm, die fällt nicht runter, hier richtig schöne Keksstückchen auch drin, die sind knusprig. Das Eis an sich ist gut, das ist jetzt halt einfach Sahneeis, ist nichts Besonderes. Aber mit Keksen und Schokosoße ist es auch absolut nichts Ausgefallenes. Haben wir schon 1 Milliarde Mal bei Ben & Jerry's gesehen, aber es schmeckt halt. Aber das Topping oben, ich persönlich kann damit nichts anfangen. Es wird sicherlich Leute geben, die feiern das. Vielleicht 3, 4. Nee, aber ich finde es einfach nur schade. Es ist übrigens auch so dunkler Cookie Swirl drin, vielleicht kann man es hier sehen. Seht diese dunkle ist hier vorne, das ist so ein dunkler Cookie Swirl, der da unten noch drin ist. Nee, aber es ist einfach nur schade. Ich kaufe mir Ben & Jerry's wegen reichhaltiger, leckerer Eiscreme und nicht wegen einem geschmacklosen, süßen, luftigen Topping oben. Hier wird einfach nur Geld gespart bei den Zutaten. Die Idee ist schön, aber dann hätte man das Topping wenigstens geil machen sollen, denn das hat 100 Pro auch jemand probiert und ich weiß nicht, warum die Leute sagen, hey, das ist total geil, das schmeckt super lecker, das machen wir jetzt in unser Eis. Das kann keiner gesagt haben, meiner Meinung nach. Es ärgert mich ein bisschen. Wir haben noch 2 Sorten vor uns, mal gucken, wie es da wird. Wieder hier leider durchs Topping, meiner Meinung nach,
eine vertane Chance. Und für mich auch das Bananeneis besser, denn das hat halt einfach noch so ein bisschen mit diesem Bananengeschmack, das war was Eigenes. Das hier schmeckt gut, aber es ist einfach nur Standard. Keks, Schokosoße, schon 1 Milliarde Mal gesehen. Nun gut, ja, das war das zweite Eis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst, wie ihr mir das zeigen dürft. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.